Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizards. Heute habe ich euch den nächsten Teil meiner Waffenguide-Reihe mitgebracht. Diesmal betrachten wir den sogenannten Seilwerfer. Und warum der ziemlich nützlich sein kann, werdet ihr gleich erfahren. Zuvor lasst uns aber doch einmal die Vorstufen des Seilwerfers betrachten. Und zwar hätten wir da den Standard-Seilwerfer und den Karja-Seilwerfer. Beide kriegt ihr wieder recht früh im Spiel gegen ein paar Scherben und Maschinenteile. Als nächstes hätten wir dann den Profi-Seilwerfer, beziehungsweise wenn ihr nicht auf New Game Plus spielt, den Schattenseilwerfer. Diesen bekommt ihr wieder etwas später im Spiel, ebenfalls gegen Scherben und ein paar Maschinenteile. Zu guter Letzt lasst uns den sogenannten Profi-Logen-Seilwerfer einmal anschauen. Das ist der stärkste Vertreter der Seilwerfer. Wie der Name schon sagt oder vermuten lässt, bekommt man den bei der Jägerloge im Meridian, wenn ihr in den Jagdgebieten genug Glutsonnen gesammelt habt. Bei der Modifizierung des Seilwerfers ist zu beachten, dass er nur zwei Werte besitzt, die irgendwie von Relevanz sind. Es handelt sich hier mal um den Abrisswert und den Handhabungswert. Beide sind von vornherein schon relativ hoch und lassen sich daher relativ präzise auf ein Maximum ausbauen. Bei der Wahl unserer Modifikationen setzen wir daher ausschließlich auf diese Modifikationen, die uns ein Maximum an Abriss und Handhabung versprechen. Der Seilwerfer selbst ist ein nettes kleines Spielzeug, was uns die Möglichkeit gibt, Maschinen für kurze Zeit bewegungsunfähig zu machen. Voran sei gesagt, dass humanoide Gegner vollkommen immun gegen die Wirkung des Seilwerfers sind und es daher überhaupt gar keinen Sinn macht, diese auch nur ansatzweise gegen sie einzusetzen. Des Weiteren zu beachten ist, dass die unterschiedlichen Stufen und Munitionsarten des Seilwerfers einen unterschiedlichen Grad an Kontrollmöglichkeiten für Maschinen bietet. Nicht jede Maschine lässt sich mit jedem Seil fangen. Diese Problematik besteht allerdings nur bei den niedrigstufigen Seilwerfern. Solltet ihr schon die Maximalversion davon besitzen, sprich den Schattenseilwerfer oder den Logenseilwerfer, sollte es kein Problem sein, für euch alle Maschinen zu bändigen. Besonders hilfreich ist der Seilwerfer vor allem im Kampf gegen größere Maschinen. Da die sich meistens nicht so einfach kampflos geschlagen geben, ist es ganz nützlich, sie am Boden festzupinnen und sie dann in Ruhe an ihren Schwachstellen auszuschalten. Aber lasst eurer Kreativität im Umgang mit dem Seilwerfer doch einfach mal selbst freien Lauf und probiert ein bisschen rum. Da ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Überschreiben von größeren Maschinen oder auch das Abschießen von bestimmten Bauteilen. Ich für meinen Teil ziehe es vor, zum Beispiel Graser oder Lanzenhörner zu fesseln, um diese dann als wandernde Sprengsätze zu benutzen. Da Lanzenhörner und Graser Fluchtmaschinen sind, würden die normalerweise Reißaus vor mir nehmen und so mir die Möglichkeit nehmen, ihre Sprengsätze auf dem Rücken richtig zu verwenden. Dank des Seilwerfers kann ich aber hier die Maschine festpinnen an einem gewünschten Ort und sie somit als gezielten Sprengsatz benutzen, um andere Maschinen von ihren Effekten beeinflussen zu lassen. Normalerweise zeige ich euch ja anhand eines Beispiels, wie man eine Waffe am effizientesten nutzt. Da der Seilwerfer allerdings nur eine Unterstützungswaffe ist und eigentlich nur dazu da ist, Taktiken mit anderen Waffen erst möglich zu machen, habe ich mich entschlossen, einfach mal eine kleine Jagdmontage von mir zu zeigen, die euch mal demonstriert, wie nützlich eigentlich dieses Werkzeug sein kann.
Ja, das war's auch schon wieder. Und falls euch das Video wirklich gefallen hat, dann könnt ihr einfach ein Abo dalassen, so bleibt ihr mit meinen Videos immer auf dem Laufenden. Ich freue mich auch über allerlei Kommentare unter diesem Video, Kritik ist immer sehr willkommen. Nun verabschiede ich mich. Mein Name ist Jimmy Woods und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Macht's gut! Soll ich euch mal zeigen, was eine Schnappmaulparty ist? Dann mal aufgepasst. Seht ihr? Eine Schnappmaulparty.